Leute, wir müssen über China reden. Da kommen riesige Probleme auf uns zu. Und zwar, weil wir anscheinend nicht aus unseren Fehlern lernen. Über die letzten Jahre haben wir uns krass abhängig gemacht von Russland. Von einem Land, das skrupellos seine Interessen in der Welt durchsetzt. Das die Ukraine überfällt und das meilenweit entfernt ist von Demokratie und Meinungsfreiheit. Und jetzt gibt's die Quittung. Viele Parteien müssen sich jetzt eingestehen, dass ihr Russland-Kurs komplett gescheitert ist. Aktuell gibt's nur eine Devise: so unabhängig wie möglich von Russland werden, auch wenn's weh tut. Das Ding ist aber, Russland ist ja nicht das einzige Land, von dem wir uns so richtig abhängig gemacht haben. Da gibt's nämlich noch ein weiteres Land, dem Menschenrechte ziemlich egal sind und das auf dem besten Weg dahin ist, uns komplett in der Hand zu haben: China. Die Volksrepublik will Weltmacht werden. Das autoritäre Regime unter Präsident Xi Jinping macht immer mehr Druck auf Minderheiten und Oppositionelle und droht sogar mit einem Angriff auf Taiwan. Und wir sind komplett auf China angewiesen. Klamotten, Spielzeug, Handys, alles bekommen wir aus China. Ich frage mich jetzt, kommen wir aus dieser Abhängigkeit überhaupt wieder raus? Was wollen unsere Parteien dagegen tun? Und ist China am Ende noch eine größere Gefahr für unseren Frieden als Russland? Ich check's in diesem Video. Das Video hier ist zusammen mit unserem Auslandsformat Atlas entstanden. Tess hat da mal gecheckt, wie Chinas Nachbarländer die Macht dieses riesigen Staats so spüren. Was mich ziemlich beschäftigt, ist das ganze Wasser, das China kontrolliert. Und das bekommen die Nachbarstaaten von China echt zu spüren. Im neuesten Video von Atlas habe ich mir deswegen mal angeschaut, was eigentlich passiert, wenn Länder wirklich von China abhängig sind. Und ich kann euch sagen, da wird es dann schnell existenziell. Mehr dazu erfahrt ihr, wenn ihr hier auf das i klickt. Schaut gerne mal vorbei. Ich habe mich bei meiner Recherche gefragt, wie stehen die deutschen Parteien eigentlich zu China? Die letzte Debatte im Bundestag dazu gab es vor knapp 2 Jahren, aber seitdem ist viel passiert. Das war weit vor Russlands Angriff auf die Ukraine. Weil ich eine aktuelle Einschätzung haben wollte, habe ich bei allen Fraktionen im Bundestag nachgefragt. Und ich habe auch von allen außenpolitischen Sprechern eine Antwort bekommen, wie sie China so einschätzen und wie gefährlich das Land noch für uns werden kann. Deutschland und China, das klingt nach einer Erfolgsgeschichte wie Schweini und Poldi, Söder und Bäume oder der Fernsehgarten und Laila. Dabei ist das Verhältnis zwischen China und Deutschland gerade mega im Umbruch. Das hat mir Tim Rühlig erzählt. Er ist China-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Beziehungen zwischen China und Deutschland sind nach wie vor von den engen wirtschaftlichen Verflechtungen geprägt. Aber beide Seiten sehen, dass wir uns in einem Umwälzungsprozess befinden und das führt natürlich erstmal zu Unklarheit und Unsicherheit. Aber wie kommt das denn? Der Handel mit China hat doch in den letzten Jahren komplett geboomt. China ist aggressiver und nationalistischer geworden. China will Weltmacht werden, Märkte erschließen und wirtschaftliche und technologische Abhängigkeiten schaffen. Wirtschaftliche Abhängigkeiten von einem Land? Da habe ich gerade irgendwie ganz schlechte Assoziationen. Schlittern wir gerade mit China in ein Russland 2.0? Oder ist es schon längst zu spät? Dazu komme ich gleich. Erstmal müssen wir checken, wie die deutsche China-Politik bisher so lief. Die war nämlich geprägt von einem Motto: Wandel durch Handel. Und dieser Wandel war aus westlicher Sicht komplett nötig, denn wenn es um Menschenrechte geht, steht China bis heute richtig schlecht da. Seit Jahren kritisieren Menschenrechtsorganisationen das chinesische Regime. Minderheiten werden unterdrückt. Es gibt zum Beispiel Umerziehungslager für muslimische Uiguren und für Regimekritik landen Menschen im Gefängnis. In China hat die kommunistische Partei das Sagen und die will immer mehr Macht. Die deutsche Strategie dagegen war lange Zeit: mit dem Handel sorgt Deutschland für wirtschaftlichen Fortschritt in China und dadurch wird China dann zu einer freieren, demokratischeren Gesellschaft. Das war jahrelang die Hoffnung. Auch Angela Merkel hat auf diese Karte gesetzt. Als Kanzlerin hat sie China ganze 12 Mal besucht. Und die Hoffnung wurde knallhart enttäuscht, sagen SPD, Grüne und FDP. In ihren Statements an mich sind sich die Regierungsparteien einig, mit unseren Erwartungen waren wir viel zu optimistisch. Dazu gehörte auch die Erwartung, dass die immer stärkere Angleichung der Lebensverhältnisse auch zu einer Demokratisierung und wachsenden Rechtsstaatlichkeit in der chinesischen Gesellschaft führen würde. Ziemliche Resignation bei den Ampelparteien. Und das, obwohl die SPD in den letzten Jahren immer Teil der Regierung war und sogar immer den Außenminister gestellt hat. Komplett anders sieht das aber die Linke. In ihrem Statement betont die Fraktion die Fortschritte, die China in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Die Beziehungen zum Westen haben auch einen wichtigen Beitrag zur Öffnung von China geleistet. Und sonst so?
Auch eine autoritäre Führung verletzt nicht gern Menschenrechte, sondern macht es dann, wenn sie ihre Machtstrukturen gefährdet sieht. Deshalb ist es sinnvoll, keinen Beitrag zur Gefährdung der Machtstrukturen zu leisten, wenn die Folgen nicht wir, sondern viele Menschen in China zu tragen hätten. Unterdrückt die chinesische Regierung die Uiguren also nur, weil sie ihre Machtstrukturen gefährdet sieht? Das ist eine krasse These. Lassen wir mal so stehen. Auch die AfD sieht das anders als die Ampelparteien, allerdings aus anderen Gründen. China ist in vielen Bereichen ein Wettbewerber Deutschlands, aber auch der wichtigste Handelspartner. Wir sollten eine pragmatische Politik verfolgen, kein Entweder-Oder. Die AfD sagt, in der China-Politik wurden bisher nur wirtschaftliche Fehler gemacht. Über Menschenrechte oder Demokratie spricht die AfD in ihrem Statement nicht. Um die Wirtschaft geht es auch bei CDU und CSU. Sie sagen, durch die Zusammenarbeit mit China hat Deutschland jahrelang richtig Geld gemacht. Sogenannte Wohlstandsgewinne. China habe deutsche Produkte gekauft, deutsche Konsumenten konnten von günstigen chinesischen Importen profitieren. Ein Mega-Deal für beide Seiten. Dadurch, dass sich China immer mehr abschottet, sei das aber jetzt vorbei. Es ist daher an der Zeit, China nicht mehr ausschließlich aus der ökonomischen Brille heraus zu betrachten, sondern die geopolitischen Ambitionen Chinas verstärkt in den Blick zu nehmen. Es geht der Union dabei also vor allem auch um die Stellung Chinas in der Welt und die möglichen Gefahren, die davon ausgehen. Gerade von der CDU ist das aber eine ziemlich krasse Aussage. Dass China in den letzten Jahren ausschließlich mit der ökonomischen Brille betrachtet wurde, lag logischerweise an der Bundesregierung. Und da war in den letzten 16 Jahren vor allem eine Partei in der Verantwortung. Die Prios der Bundesregierung der letzten Jahre waren also ziemlich klar. Cash, Cash und Cash. Und das so schnell wie möglich, das sagt auch unser Experte. Die Beziehungen mit China unter den Regierungen von Angela Merkel waren vor allem davon geprägt, dass man wirtschaftliche Chancen in China nutzen will. Das Ding ist halt, so richtig an die Konsequenzen gedacht hat irgendwie niemand so richtig. Und jetzt merken alle, das war vielleicht gar nicht so schlau. Das hat zu viel größeren Abhängigkeiten Deutschlands geführt, als sie alle anderen europäischen Länder haben. Dem will man nun entgegensteuern. Das ist Konsens, breiter Konsens in der deutschen Politik. Was passieren kann, wenn man sich zu sehr von einem Land abhängig macht, hat Russland uns in den letzten Monaten ordentlich gezeigt. Und für die meisten Parteien war das ein kompletter Reality-Check. Die Frage ist aber, droht uns jetzt das Gleiche mit China? Wie gehen die Parteien damit um? Und sind sich die Fraktionen da wirklich einig? Fakt ist, China ist wirtschaftlich einer der Player. Mit der sogenannten neuen Seitenstraße hat das Land Handelswege gebaut, über die China quasi mit der gesamten Welt vernetzt ist. Das hat China wirtschaftlich komplett neue Möglichkeiten eröffnet und das spürt auch Deutschland ganz deutlich. Elektroautos aus China könnten hier dominant werden und überhaupt die Innovationskraft von China hat aus China hauptsächlich einen Wettbewerber gemacht. Noch vor wenigen Jahren war China vor allem für uns ein Markt. Das verschiebt natürlich auch die Abhängigkeiten. Genau genommen eint die Fraktion im Bundestag vor allem eine Sache. Die Angst, dass uns China komplett abhängen könnte und wir von dem Land gleichzeitig komplett abhängig werden. Das wird auch im Koalitionsvertrag der Ampel deutlich. Wir wollen im zunehmenden Wettbewerb mit China faire Spielregeln. Um in der systemischen Rivalität mit China unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können, brauchen wir eine umfassende China-Strategie in Deutschland im Rahmen der gemeinsamen EU-China-Politik. Eine neue China-Strategie. Das ist auch ein ganz schöner Front gegen die Regierung davor. Wie die neue Strategie genau aussehen soll, steht noch nicht fest. Wir wollten das genauer wissen, aber auf unsere Fragen hat das Auswärtige Amt bis zum Dreh nicht reagiert, obwohl es uns eigentlich zugesichert wurde. Mit Merkels Strategie waren aber vor allem die Grünen nicht einverstanden. Eine neue strategische Ausrichtung der deutschen Beziehungen zu China war deshalb lange überfällig. Eine wertebasierte Außen- und Sicherheitspolitik ist erklärtes Ziel unserer grünen Außenministerin. Eine wertebasierte Außen- und Sicherheitspolitik also. Die Grünen haben auch ganz konkrete Vorstellungen, wie die aussehen soll. Ein erster wichtiger Schritt wird die zügige Umsetzung des EU-Lieferkettengesetzes sein. Unternehmen müssen für ihre Produktionsbedingungen in die Verantwortung genommen werden können, wenn diese Menschenrechts- und Umweltstandards unterlaufen. Das gilt für alle Staaten, das geht aber auch ganz klar in Chinas Richtung und vor allem in die Provinz, in der Baumwolle produziert wird und gleichzeitig Menschen in Umerziehungslagern inhaftiert sind und gefoltert werden. Und zweitens geht es um den Klimaschutz. Für die Grünen ist auch das Teil einer wertebasierten Außen- und Sicherheitspolitik. Ohne China gäbe es das Pariser Klimaabkommen nicht. Genau da ist die Welt aber krass auf China angewiesen. Wenn alle Kohlekraftwerke, die in Chinas Provinzen geplant werden, ans Netz gehen,
dann kann man sich das Pariser Klimaziel in die Haare schmieren. Für die Grünen ist China also vor allem in Sachen Klimaschutz ein unverzichtbarer Partner. Die SPD treibt grundsätzlich in eine etwas andere Richtung. Sie schaut nämlich mehr auf die Wirtschaft. Das Ziel, gemeinsam mit den USA und Partnern wie Indien ein Bollwerk gegen China zu bilden. Mit der Global Gateway-Initiative versucht man bewusst, Chinas Projekt der neuen Seidenstraße etwas entgegenzusetzen. Bis zu 300 Milliarden Euro sollen in den Bereichen Digital, Energie und Verkehr investiert sowie Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme in Schwellen- und Entwicklungsländern gestärkt werden. Mann ist in diesem Fall übrigens die EU. Die spricht davon, eine weltweite Investitionslücke zu schließen. Bis 2027 wollen die EU-Staaten weltweit Geld in Infrastrukturprojekte buttern. Besonders die FDP betont das Bedrohungspotenzial von China deutlich. Sie sagt, China hält quasi in allen Bereichen die Spielregeln nicht ein. Statt sich an international vereinbarte Regeln zu halten, setzt China lieber auf das Recht des Stärkeren. Das ist eine Bedrohung für den Welthandel ebenso wie für den Weltfrieden. Aber nicht nur in der Regierung ist die Angst vor einem starken und mächtigen China groß. Die AfD warnt davor, dass sich China die wichtigsten Zugänge zu Rohstoffen sichern würde und kritisiert dabei die aktuelle Bundesregierung scharf. Die Regierung lässt deutsche wettbewerbsfähige Technologieindustrien im Stich. Außerdem ist die Rohstoffabhängigkeit ein Thema. Während China seit 2 Jahrzehnten die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert, sichert sich Deutschland den Zugang zu wichtigen Rohstoffen nicht. Konkret spielt die AfD hier auf Deals an, die China mit einigen Ländern in Afrika hat. China investiert, sichert sich dadurch aber auch den Zugang zu Rohstoffen und zum Beispiel auch zu vielen Häfen. Die Union hat auf die Frage nach dem chinesischen Bedrohungspotenzial tatsächlich nur mit einem knappen Satz geantwortet. Wir müssen aufpassen, dass China durch Cyberaktivitäten nicht unser Know-how absaugt. Was die Fraktion damit konkret meint, hat sie nicht näher ausgeführt. Last but not least, auch die Linkspartei sieht düstere Wolken aufziehen. Der außenpolitische Sprecher Gregor Gysi hat per Mail das hier geantwortet. Eine Bedrohung Deutschlands durch China sehe ich nicht in einem militärischen oder direkten Sinn, aber wirtschaftlich kann es für uns problematisch werden. China kauft leise, zielstrebig und mit beachtlicher Konsequenz weltweit fast alles auf, was zu bekommen ist. Das Ding ist, die Linke zieht komplett andere Konsequenzen aus der Situation als alle anderen Parteien. Die EU hat wegen der Menschenrechtssituation der Uiguren schon lange Sanktionen gegen China verhängt und die auch schon verlängert. Die Linke hält es aber für die falsche Strategie, schreibt Gregor Gysi. Ich glaube, dass die Sanktionen Deutschlands und anderer gegen China schon deshalb falsch sind, weil sich China mehr abschottet. Aus der DDR weiß ich, dass sich für viele Menschen in Haft immer dann Verbesserungen einstellten, wenn hoher Besuch aus der Bundesrepublik erwartet wurde oder Erich Honecker in die Bundesrepublik reiste oder wichtige internationale Ereignisse in der DDR stattfanden. Nicht die Sanktionen, sondern Schritte zur Anerkennung öffneten die DDR Stück für Stück. Das ist ein komplett anderer Ansatz als das, was mir die anderen Parteien erzählt haben. Unterm Strich kann man sagen, grundsätzlich haben die Parteien aktuell einen ziemlich ähnlichen Blick auf China. Nur die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, die sind ziemlich unterschiedlich. Die Bundesregierung hat eine neue China-Strategie angekündigt. Für die 3 Ampelparteien haben aber jeweils andere Dinge Prio. Die SPD setzt auf Wirtschaft, die Grünen setzen auf Werte und Klimaschutz und die FDP rückt Sicherheit in den Fokus. Auch die Opposition setzt komplett unterschiedliche Prioritäten. Die Union warnt nur knapp vor Cyberaktivitäten. Die AfD fordert, dass sich die Regierung um Rohstoffe kümmern müsse und die Linke sieht die Lösung der Spannung am ehesten über die Lockerung von Sanktionen. Für China-Experte Tim Rühlig steht fest, wir müssen dringend unabhängiger von China werden. Es wird ein langer Weg, ein noch viel schwierigerer Weg als mit Russland, diese Abhängigkeiten von China zu reduzieren, aber es ist höchste Zeit, dass wir damit beginnen. Es gibt nämlich noch einen Aspekt, der die Beziehung zwischen Deutschland und China komplett auf den Kopf stellen kann und wegen dem China wirklich zu einem Russland 2.0 werden könnte. In China brodelt gerade ein heftiger Konflikt, nämlich der um die Souveränität Taiwans. Taiwan selbst versteht sich als unabhängiger Staat und für viele gilt Taiwan sogar als eine der Vorzeigedemokratien. Das Problem ist, die Kommunistische Partei Chinas sieht die Insel als Teil der Volksrepublik China. Und auch international hat Taiwan schlechte Karten. Fast kein Land erkennt es als unabhängigen Staat an. Auch Deutschland tut das nicht. Wie die große Mehrzahl aller Länder weltweit stehen wir zur Ein-China-Politik. Das schließt gute wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen jedoch nicht aus. Und da gibt es so einige Parallelen zwischen Russland und China. Nicht nur, weil China territoriale Ansprüche hat und heftig droht, sondern auch, weil China und Russland untereinander gute Beziehungen haben. Es ist klar, Peking steht an der Seite des Kremls. Das liegt schlicht und ergreifend daran,
dass China die russische Unterstützung in der Auseinandersetzung mit den USA schätzt und braucht. Und wenn Russland mehr isoliert wird international, dann wird Russland zunehmend zum Juniorpartner Chinas. China schaut sich deshalb gerade ganz genau an, wie der Westen jetzt mit Russland umgeht, und das wissen auch die Parteien im Bundestag. Ich sage voraus, dass Russland lange an den wirtschaftlichen Folgen seines Überfalls leiden wird. Gleiches würde mit China passieren. Dass es am besten erst gar nicht zu einem Überfall Chinas auf Taiwan kommen sollte, da sind sich die Parteien einig. Im Fall der Fälle sollte Deutschland aber besser vorbereitet sein als im Februar, findet zumindest die Union. Und das funktioniere am besten, indem der Westen wirtschaftlich enger zusammenrücke. Dazu gehört auch ein erneuter Anlauf für umfassende Freihandelsabkommen. Die Innovationskraft der freien westlichen Welt muss zukünftig noch stärker ausgespielt werden. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen warnt vor einer zu großen Abhängigkeit von China. Er ist gerade nonstop damit beschäftigt, aus der Sache mit Russland vernünftig rauszukommen. Es wird gar nicht alles immer gut gehen, es kann eben auch mal schief gehen. Seine Partei bleibt dagegen ziemlich vage, wenn es um Chinas Auftreten gegenüber Taiwan geht. Sie sieht darin eine globale Herausforderung und fordert, dass China seine Drohungen unterlassen solle. Die SPD wird da deutlicher und sieht im Ukraine-Krieg eine Warnung für Deutschlands Beziehung zu China. Die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China reduzieren, da geht auch die FDP mit. Aber das reicht nicht, meinen die Liberalen. Sollte China seine Drohungen wahrmachen und Taiwan überfallen, dann müsste Deutschland konsequent sein und das heißt im Zweifel Waffen liefern. Ähnlich wie beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine würde dies bedeuten, dass wir China Wirtschaftssanktionen auferlegen müssten und Taiwan finanziell sowie mit Lieferungen von Waffen und anderen Hilfsgütern unterstützen würden. Und Surprise, genau wie bei der Ukraine sieht die Linke das komplett anders. Wenn es um militärischen Support für Taiwan geht, sollte sich der Westen raushalten, schreibt uns Gregor Gysi. Ergo schlage ich dagegen vor, jetzt mit China wichtige Begünstigungen zu verhandeln, die mit der Maßgabe verbunden sein müssten, sie unverzüglich zu entziehen, wenn China die Zugehörigkeit Taiwans militärisch erstreben sollte. Und die AfD, die will sich ganz raushalten, wenn es zum Ernstfall kommt. Deutschland wird keinen Krieg führen und sollte auch keinen Krieg fördern. Wir sollen neutral bleiben. Naja, und dann hat uns der außenpolitische Sprecher der AfD, Peter Bistron, noch erzählt, wie er sich diese Neutralität so vorstellt. Als Vorschlag möchte ich ein chinesisches Sprichwort zitieren. Lerne sowohl uns selbst als auch die Gegner richtig gut kennen. Nimm an, was nützlich ist, lass weg, was unnütz ist und füge das hinzu, was unser eigenes ist. Das ist übrigens kein chinesisches Sprichwort. Das ist ein Zitat von Bruce Lee. Das alles zeigt aber, der Konflikt um den Status Taiwans ist mega aufgeladen. Worin sich die Parteien einig sind, zu einem zweiten Angriffskrieg wie auf die Ukraine soll es auf keinen Fall kommen. Dass China Taiwan überfällt, muss unbedingt verhindert werden. Wie genau, da gehen die Meinungen der Fraktionen weit auseinander. Fazit: Bei einer Sache sind sich alle Parteien im Bundestag einig: Die deutsche China-Politik kann nicht so weitergehen wie bisher. Die Regierungen unter Angela Merkel mit Beteiligung von SPD und FDP haben in China vor allem eine Goldgrube gesehen. Nur an die Rechnung hat halt niemand gedacht. Die Abhängigkeit von China ist inzwischen riesig. China ist wichtiger Partner, China greift aber auch nach immer mehr Macht und China ist ein autoritäres Regime. In dem Spannungsfeld müssen sich die Parteien mit ihrer Politik bewegen. Das Beispiel Russland war ein kompletter Reality-Check. Es hat uns krass vor Augen geführt, welche Konsequenzen zu große Abhängigkeiten von einem Land bedeuten. Den gleichen Fehler wollen die Parteien natürlich jetzt vermeiden. Die Frage ist nur, ist es dafür nicht schon längst zu spät? China greift schon lange nach Macht mit allen Mitteln. Wenn das Land jetzt Taiwan überfällt, dann haben wir den gleichen Fehler direkt zweimal gemacht. Und das würde uns ganz schön wehtun, vielleicht sogar mehr als bei Russland. Aber jetzt zu euch, was denkt ihr über China? Macht euch die Situation Angst oder seht ihr eher Chancen in der Beziehung zwischen China und Deutschland? Schreibt es mir in die Kommentare. Völlig unabhängig, auch von Regierungen, ist unser Abo-Button. Direkt draufklicken. Welche Konsequenzen die Abhängigkeit von Russland hat, das spürt Markus Söder gerade ganz deutlich. Unser Video findet ihr hier. Und hier ist das Video von Atlas. Schaut da mal vorbei und lasst ein Abo da.